Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen wollen, ist, wir wollen unsere Text-View ein bisschen spannender haben. Nicht nur so wie hier, sondern wir wollen sie ein bisschen verschieben können, wir wollen die Farbe ändern können. Ja, so Zeug halt. Alles klar. Also es geht natürlich für alle möglichen Widgets, die ihr da irgendwie hinzufügt, also für irgendwelche Buttons oder andere Sachen, die ihr dann hier irgendwie aus diesem ganzen Zeug hier rausfindet. Ähm, runter mit dir. So, irgendwelche Sachen, die ihr hier hinzufügt, könnt ihr alle mit Java erstellen, indem ihr einfach genauso vorgeht, wie wir das hier gemacht haben. Und ja, okay, wir wollen also die Farbe ändern. So, die Textfarbe am besten würde ich mal so sagen, also nicht unbedingt die Hintergrundfarbe. Ja, und da würde ich einfach mal vorschlagen, wir suchen in unserem Text-View nach verschiedenen Methoden. Also einfach mal durchscrollen, was ihr hier so findet. Ja, hier hat es ein paar coole Sachen, wie ich euch schon letztes Mal gesagt habe. Gravity ist natürlich witzig. Ja, Highlight Color ist dann natürlich, wenn irgendwas gehighlightet wird. Die müsst ihr dann aber auch noch selber natürlich highlighten. Und Minlines sagt dann, dass mindestens so viele Zeilen irgendwie vorhanden sein müssen. So, jetzt haben wir hier natürlich Get Text Color und da ich sie schon benutzt habe, war sie ganz oben, die Set Text Color Methode. So, und diese Set Text Color Methode, die nimmt natürlich eine Farbe und die Farbe könnte man unter Color finden, wohl vermutlich. So, und wir sehen hier, dass es in Android Graphics drin ist. Wenn wir jetzt einfach Punkt drücken, dann haben wir das Problem, dass es nicht automatisch, doch, es wird automatisch sogar mittlerweile importiert. Okay, ja, das wird dann automatisch hier oben eben importiert, also Android Graphics Color, und wir können hier eben unsere Farbe aussuchen. Also was ihr hier immer haben wollt, könnt ihr haben. Hier kann man auch eine Farbe in RGB oder ARGB sogar eingeben, also sowas wie 22, 33 und 250. Achso halt, das war der Alpha-Wert hier vorne, Alpha will ich 0 haben. So, ja, das wird jetzt irgendeine wilde Farbe geben, ich habe keine Ahnung welche. Wahrscheinlich irgendwas in Richtung Blau, aber noch mit ein bisschen Rot und ein bisschen Grün drin. Okay. So, was wir jetzt noch machen wollen, wir wollen das ganze Ding zunächst einmal ausführen, damit ihr seht, wie es aussieht natürlich. Und wir wollen das Ganze verschieben. Zum Verschieben von dem ganzen Dings haben wir ein paar Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit in unserem Relative Layout, also stellt euch das Relative Layout irgendwie so vor, alles ist relativ zueinander angeordnet. Also wenn ihr jetzt dieses Text View da reinpackt, dann ist diese Text View eben relativ, also ihr gebt den Abstand zu dem Relative Layout an oder ihr arrangiert es innerhalb des Relative Layouts, und wenn ihr dann eben noch was zweites angebt, könnt ihr euch aussuchen, ich will das relativ zu der Text View haben oder zu dem Relative Layout eben. Und dazu braucht man gewisse Attribute. Und genau diese Attribute will ich euch zeigen, nachdem ich jetzt erstmal hier das hier gemacht habe. Ja, das war natürlich sehr schlau von mir. Ich habe hier den Alpha-Wert auf 0 gesetzt. Alpha heißt aber in diesem Fall die Durchsichtigkeit. Sprich, es wurde alles vollständig durchsichtig, deswegen haben wir gar nichts mehr gesehen. Also ihr seht, so kann man auch relativ schnell irgendwie Transparenz oder sowas bekommen. Du machst dich klein. So, du auch. Okay. Ja, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das ganze Ding verschieben. Und dazu brauchen wir gewisse Parameter. Und das sind die Relative Layout. Also wenn wir das ja als äußeres Layout haben. Punkt, so und ihr seht, wenn ich Relative Layout Punkt irgendwas mache, dann sind das Konstanten von der Klasse, also Static Variablen. Könnt ihr euch mal so denken, zumindest. So, und dann wollen wir hier eben Layout Params haben. Ja, und diese Layout Params müssen wir erst noch erzeugen. Also das ist quasi der Typ von unserem, also das ist quasi eine Klasse in der Klasse drin. Und wir wollen jetzt dadurch die Details für unsere TextView erzeugen. txt Details. So. Und da machen wir natürlich dann ein New Layout Params, also Relative Layout Params. Relative Layout Params. So. Weil es quasi wie gesagt schon eine Klasse in der Klasse ist.
Und ja, jetzt brauchen wir hier, wie wir sehen können, irgendwelche Parameter. So, was wollen wir hier drin haben in diesem Konstruktor? Naja, wir wollen unbedingt eigentlich Folgendes haben. Wir gehen wieder in Relative Layout, wir gehen in Layout Params und lass mich das in eine neue Zeile rutschen, sonst wird das ein bisschen unübersichtlich. Und dann gehen wir hier weiter. So, jetzt haben wir hier Match Parent. Wir haben Fill Parent, was nicht mehr wirklich verfügbar ist, aber wir haben vor allem Wrap Content. Wrap Content bedeutet so viel wie es fließt um den Inhalt drumherum. Also es passt sich an. So, und genau dasselbe werden wir auch noch für die Y-Koordinate brauchen. Also das war jetzt quasi für die X und jetzt kommt die Y. So, und das sind jetzt quasi die Details von unserer Text-View, die wir aber noch nicht gesetzt haben. Logischerweise. Denn, ja, wir brauchen sie ja noch irgendwie. Also wir müssen sie noch irgendwie verwursten mit der ganzen Text-View. Und das machen wir wie folgt. Wir sagen ganz einfach, okay, wir wollen das Ganze anpassen. Wir sagen Textdetails, Punkt. So, und jetzt können wir hier eben Rules dazu bringen. Achso, ich sollte euch noch dieses Blau zeigen. Genau, so sieht es wohl aus. Ist doch sehr blau geworden. Okay, zurück dazu. Wir wollen Regeln anbringen. Und diese Regeln, die sind jetzt nicht unbedingt sehr intuitiv. Also man muss da ein bisschen suchen, bis man sie findet. Deswegen zeige ich euch die. Findet man wieder in Relative Layout und da drin gibt es dann Center, Horizontal, Center in Parent, Center Vertically oder Vertical einfach nur. Und ja, jetzt haben wir hier noch ganzen Haufen anderen. Above, Align Bottom, End Left. Also ihr könnt euch da vorstellen, es ist dieses Text-View-Teil, was wir hier oben erzeugt haben, ist relativ gesehen zum Relative Layout, also quasi zu dem kompletten Container, den wir hier drin haben, also zu unserem ganzen Fenster quasi. Und ja, da können wir dann sagen, okay, es ist überhalb dieses Containers, das wäre ein bisschen schwachsinnig, aber theoretisch wäre es ja auch möglich, dass wir statt hier dem Relative Layout das zu benutzen, haben wir eben einen Button genommen. Deswegen wäre es dann möglich, dass wir es einfach darüber anordnen oder dass wir es oberhalb des Parents anordnen. Sprich, Parent bedeutet immer, wir fügen diese Text-View zu unserem Relative Layout hinzu. Das bedeutet, das Relative Layout ist das Parent von der Text-View. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe mal, ihr tut's. Ja, und genau, dann ist dieses Text-View das Kind oder Child von Relative Layout. Genau. So, hier kann man Right, Start und so weiter auswählen. Wir wollen jetzt, wie gesagt, Center auswählen. Wir sagen hier horizontal in der Mitte. Und dann sagen wir hier in einer neuen Regel, wir sagen, kopieren die hier, so, und sagen hier Center Vertical. So, das bedeutet, wir wollen beides mal genau in die Mitte packen. Ja, und, upsala, das war von vorhin noch. So, wir starten das ganze Ding jetzt und schauen uns das mal an. Jetzt werden wir feststellen, dass sich noch gar nichts getan hat, denn wir haben die beiden ja immer noch nicht miteinander verknüpft. Also diese Textdetails, die wir hier bearbeitet haben und irgendwelche Regeln hinzugefügt haben, die haben ja noch nichts damit zu tun mit dieser Text-View, denn wir haben sie noch nicht in Verbindung miteinander gebracht. Das sehen wir hier, es ist ganz links angeordnet. Und deswegen, ja, müssen wir die noch irgendwie in Verbindung bringen. Und das bedeutet, wir packen hier einfach jedes Mal, wenn wir diese View hinzufügen zu unserem Layout oder zu was auch immer, dann können wir hier einfach sagen, okay, wir geben diese Details noch mit an. Wir sagen hier, Layout-Parameter sind Details, also die Textdetails. So, und wenn wir jetzt das starten, also ihr erinnert euch, das sah noch so aus, wenn wir jetzt das starten, dann müssen wir wieder eine Weile warten, bis das Ding hier erscheint. Und dann müssen wir wieder eine Weile warten, bis das auf dem Device drauf ist. Das dauert immer so eine Zeit. So, und dann haben wir das genau in der Mitte. Also ihr merkt, wir können hier unser Layout so bearbeiten, wie wir es gerne hätten.